die frohe Botschaft. Ich lese op Psalm 100 für uns. Und dat sagt, wir sollen für Gott kommen mit Loven. Und das sagt auch so, das sagt, Gott ist treu. Gott, sein Wort dort steht. Gott ist stärker als uns selbst. Glaubst du dort? Wir beten nicht oft ja da an, was wir sein können, was wir mit unseren Händen gemerkt haben. Vielleicht beten wir andere oft ja da an. Aber ich schon mal wieder in so einer klaren Ding, ist die Menschen in oft Gott merken von Holz oder von Stein oder von Gold und die knallen sich fertig in dem Beten den an und dort wird feststellen, dass wir dann die düstere Macht, was sie anbeten deuten. Und hier wir nu ein Volk, was in Leben ja Gott vom Himmel, wem nicht zu sein jenk, und er sagt, von mir soll ihr keine Gestalt merken, von mir soll ihr kein Image merken, das ist nichts, was mir wirklich leugnen hat. Und so, ihr soll nichts merken, was ihr von mir meinen, dat dort anzubeten willst, ihr soll mich anbeten. Und so, Gott ist ewig, er ist gratis, als all die Jahre sind, was von ihm gemerkt sind, er ist so gratis, als all die Jahre, was eigentlich die gleichen anzubeten, die Gesundheit, die Zeit, das Geld, die Freund, Success, unsere Reputation, die Dinge, was wir uns können taub schaffen, sind Dinge, wie wir uns können versklaven. Und ganz verbiestert sind, verloren sind, wenn wir das einmal nicht haben. Und dafür ist es nochmal gut, wenn wir ein bisschen eine schwere Zeit durchgehen. Gott wird uns nochmal unsere Aufgabe, wenn wir eine Aufgabe haben, wenn wir das dann auch nicht eine Aufgabe haben, wenn wir ein Ding haben, was wir uns zusagen und lehnen, dann wird Gott uns nochmal das wahrnehmen, dass wir, dann wollen wir handkabeln und er hält uns ab und dann leben wir uns einen Arm zu lehnen. Und so das ist Gott. So Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist nicht ein Ding, was wir gemerkt haben. Gott ist selbst. Gott ist, wer er ist. Und so, ich und die können uns eine Arme reichen, weil er ist stärker als wir sind. Er ist stärker als uns. Ja, er ist stärker als uns Ding, wie wir uns gleich non zu lehnen und Ritte sägen. Und Gott hat eine frohe Botschaft für uns, wie wir uns können und erfreuen. Und ich habe hier 8 Punkte, wie wir wollen hostig ein bisschen ankicken, was die frohe Botschaft ist für mich und die. Und das ist echt ein Ankicken von uns Smars, was Gott für uns getan hat. Das erste, was wir noch Kolosser eindrehen, Colossians chapter 1, Vers 12. Wenn du deine Bibel da hast, dann dreh da welch an. Kolosser Kapitel 1, wir lesen da ein paar Vers. Wir fangen Vers 12 an. Und was so deutlich in dieser Vers mit, willst du geben mir Frieden in mein Leben und die auch Frieden. Und diese Dinge, wenn ich rede von der frohe Botschaft, die frohe Botschaft ist für die Lied, was das weiten, was das selbst an sich selbst tauscht und das ändert und Gott fehlt. Sieh, das wie es der Pharisäer und der Hochgelehrte, Schriftgelehrte, mit einmal meiste von denen, Jesus in der Zeit, sie taten sich für gesund. Sie taten sich so, na, fehlt das nicht an Gott. Sie wären okay, sie hören dort, was fehlt. Sie wären vorig. So Gott, Jesus sagte mal zu ihnen, wenn sie aus seinem Frühen, was bist du mit den Sünder und den schlechten Menschen tun? Dann sagt Jesus, na, der fehlt das an mir. Der Gesunde fehlt das nicht an mir. Und so sie dachten, sie wären gesund. So diese Friede, diese frohe Botschaft, der hat mir dann sagen, der hat mir dann eine Meinung für die, wenn die dort anerkennen, dass die dort an Gott fehlen, wenn die dort an die selbst tauschen kannst, ja, mir fehlt das an Gott. Ohne Gott sehe ich nicht vor dich. Ohne Gott habe ich nicht alles, was mir fehlt. Mir fehlt dort an den lebendigen Gott, was am Himmel ist. Und so, dort gibt uns eine Freude an, wenn wir das lesen wollen, was wir wollen. In Kolosser 1, Vers 12 sagt es, steht, dank Gott den Vater dafür, dass er uns fähig gemerkt hat, das Aufgabe zu kriegen, was Christus für die Helden am Licht gemerkt hat. So, Gott hat mir und die fähig gemerkt. Er hat uns gemerkt, er hat uns angestellt, dass wir das Aufgabe kriegen, was er im Himmel gemerkt hat. Nicht ein Aufgabe, was die Eltern nochmal wollen hinterlassen oder haben hinterlassen. Nicht ein Aufgabe, was wir in dieser Welt kriegen, aber der lebendige Gott im Himmel hat ein Aufgabe, was er gemerkt hat, für uns, für die Helden im Licht gemerkt hat. Vers 13 sagt, er hat uns aus der Gewalt von den düsteren Machten rückgerat und hat uns nangesagt an der Dreck von seinen lebenden Sehen, Jesus Christus. So Gott hat uns genommen, hat uns von der düsteren Macht losgemerkt. Ein Mensch, der an Jesus ist, der ist nicht an der düsteren Macht fast. Und er ist nicht gebunden an. Ein Mensch, der an Jesus ist, der hat die Macht zu überwinden. Der hat die Macht, mit Jesus zu gehen. Und wenn wir fallen, und wenn er fallen,
dann kan we naar God komen en hij wascht ons rein. En zodat als de macht van de duisternis, die als gebrechen, en dat als part van de gouden nodig. Vers 14 zegt, en Jezus hebben we onze radung. Dat meint, Jezus heeft ons onze zinden vergeeft. Hier is wat ik lezen, ik wil nog eenmaal lezen, hard. En Jezus hebben we onze radung. Dat meint, Jezus heeft ons onze zinden vergeeft. En dat zegt, hij heeft dat gedaan. Geloofst u dat van der? En dat is de Frohe Botschaft wat we hebben. Dat we kan aan Jezus zijn, dat we ons aan Jezus kan ganz klar zijn. Hij heeft ons onze zinden vergeeft. En wanneer je dat beleefd hast, dan weet je van wat ik rede. Dat, wanneer dat eenmaal am hart aankomt, dat ik ze vergeeft. En ik dat kan am geloven voeten. Zodat je nog wieder is bloß vreien. De kämpft door dat we dat wirklich geloven, dat Jezus ons vergeeft heeft. En dat is de Frohe Botschaft, wat God ons gegeven heeft. En hij heeft niet bloß mij en die dat, hij heeft de ganze Welt deze Botschaft en op te mij en die is dat de mensen dat te zijn en dat te predigen. En dat is wat we van ons morgens doen en dat willen we ook wieder doen, zolang als we leven. De mensen dat te zijn, dat Jezus heeft en ihre zinnen vergeeft en dat zij dat ook leven kan, dat zij dat ook kan aannemen. Dat is de Frohe Botschaft. En ik en die kan, wanneer we in zware tijden zijn, wanneer we in goede tijden zijn, dat spot dat het niet uit. We kunnen ons vrijen aan dit, dat onze zinnen vergeeft zijn. De nächste kijken we naar Hebräer 4, kapitel 4, vers 14. En daar redt het van dat God stelt zich en was het gelijk met ons. En dat heeft zich vragen, wo sagt dat? Hij merkt zich gelijk met ons. Als Jezus raufkwam, hij merkt zich ten mens. Hij merkt zich ten vlees, Christus ook in du zijn. En hij leeft door het leven door wils. Hij wil weten wat het wie en hij wil ook weten dat ik en die dat zullen weten, dat hij dat wist, wat we in Hebräer 4, vers 14 zegt het zo staat. Wils wie Jezus Gott zien sehen, als hohen Priester haben, die durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir an uns Bekenntnis festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann, aber einen, der an alles Krieg so versagt worden ist, als was wir sind, aber ohne zu singen. Hier ist wat het zegt, der als an alles Krieg so versagt worden, als ich und du sind. Die Versuchungen, wat du beleven ist an dein Leben, wat du beleefd hast an dein Leben, und wat du beleven warst an dein Leben, der hat Jesus auch alle beleefd. Als hij am Kreuz hang und vielleicht auch vorher, aber hij hat die alle durchgegangen, aber hij hat sich nicht versündigt, das ich und du haben. Aber das ist Part von der Frohe Botschaft, dass Jesus mitfallen kann mit uns. Ich rede von, wo Gott herrscher ist als der andere Jahre, und danach hat er sich raufgelassen, dass er kann mitfallen mit mir und die. Und das ist Part von, was mir und die kann freigeben von uns morgens, dass wir in Gott haben, dass wir in Jesus haben, was mitfallen kann mit uns. Vers 16 sagt, durch wen er mitfallen kann, durch wen, weil wir voll Vertrauen nun Gnadenthron gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb nötig fehlen wird. Vielleicht fühlst du die von uns morgens, die fehlt der Halb nötig von Gott. Weil dann kannst du voller Vertrauen nach Gott kommen und er wird dich helfen. Er kann feilen, wo die das geht. Manchmal hilft er uns auf eine andere Weise, als was wir gleichen. Er hilft nach anderen Wegen, bessere Wegen, als was wir haben. Er kann wieder denken und wieder checken, als wir können. Aber er wird uns helfen. Er feilt, was wir feilen dann. Er checkt, wo wir gehen. Und wir können mit voller Vertrauen nach ankommen, weil er hat das auch durchgekämpft, aber ohne Sinn. Und da können wir uns nach ihm richten. Wenn Jesus sich auch versündigt hat, das ich und du, dann wird wir uns nicht nur am rechten können, dann wird wir uns nicht am lehnen können. Aber ich habe Krieg das durchgegangen, was ich und du tun, dieselbe Versuchungen, und da wenn er das hat, perfectly durchgelebt, als er das hat, vollkommen durchgelebt, er ist nicht gefallen, so er weiß, wo das macht. Und an so einem können wir uns lehnen. So wir können uns an Jesus lehnen. Er hat sich das verdient, bis wer er ist, aber auch wenn so er das Leben durchgelebt hat. Und so das ist Gott. Das ist uns Jesus und das ist Part von der Frohe Botschaft, was wir von der uns unterfreien können. Wenn uns das schlecht geht, wenn uns das schön geht, wir können das weiten. Gott, Jesus, er weiß, wo uns das geht. Und er kann mitfallen und er gibt uns die Gnade. Innerlich, das durchzukämpfen und über dem uns durchzuhalten, dass wir wollen zurückkicken und sagen, ja, das für Gott mir geholfen hat. Mit der Taub
Part von der Frohe Botschaft ist, dass Gott uns hören hat. En 1. Johannes 5 sagt het, so steht 1. Johannes 5, Vers 14 en 15 redet van dat Gott uns hören hat. En dat sagt es steht. En wir können uns sicher sein, dass uns hören hat, wenn wir nur wat fragen, dort nur seinen Willen ist. En wenn wir weten, dass uns hört, wenn wir wat fragen, dann weten wir auch, dass wir das haben, was wir beten. Okay, so hier sagt er, bloß so klar, es wird ja Plattdeutsch sein, dass Gott uns hören hat, wenn wir nur raupen tun, wenn wir nur fragen tun. Und ich kann das nicht alle erklären, ich kann das nicht alle ausleihen, wieso, wenn ich jedes Mal das nicht alles so ausdrehen hat, ist, was wir wollen haben, wenn wir Gott nur fragen. Bitte endet denk, und das wird, was sagt, nur seinem Willen ist. Gott kann, wir müssen das einfach vertrauen, dass Gott kann wieder checken, als ich das kann. Gott weiß mehr, als ich das kann. Und das wirst du immer an, wenn du mit einem Menschen bist, was der mehr weit ist, was er wieder checken kann, ist du, dann weiß wir nicht alles, was er fährt, aber wir können uns some von der ja wieder vertrauen. Und Gott kann wir immer vertrauen. Und so das weiß wir, und wir können mit, das wie ihr schon reden wollt, Gott grater, stärker, besser als wir sind, können wir nur ankommen, wir können nur Dinge fragen und vertrauen, wenn es sein Willen ist, was er dort so lenken ist, wie Gebet haben. Und manchmal können wir nicht sein Willen sein. Wir glauben manchmal, wir weiten sein Willen und tun aber nicht. Aber wenn wir uns hart anstellen und wenn wir fragen, wenn wir vertrauen, wenn wir im Glauben fragen, mit der Recognition, dass Gott mehr weit ist wie tun, und dass wir wollen einen Tag zurückchecken in sein, wo das gewesen ist. Vielleicht hast du das im Himmel, vielleicht hast du das hier. Und aber wenn wir aber nicht bloß so sein, wenn wir im Glauben beten, das Ding nächstes wollen, kriegst du uitdrehen, ist was wir glauben. Was die Bibel, die lädt uns an, zu glauben und zu fragen. Und wenn wir das tun. So Gott hier uns, 1. Johannes 4, Vers 14 wieder. Und Gott, Jesus, er betet für uns. In Hebräer 7, Vers 24 redet davon. Und wir reden hier von der Frohe Botschaft. Und so wir checken nach Hebräer Kapitel 7, Vers 24. Support von der Frohe Botschaft ist, dass Jesus für die anstehen hat bei Gott. Der Heilige Geist steht an bei die für die bei Gott. Kannst du Leute da ein bisschen an? Krieg du wie du nie sitzt, auf den Sofa, auf den Stuhl, beten, wie immer du nicht bist. Jesus ist im Himmel, der Heilige Geist ist an die. Und sie haben einen Totritt nur Gott, was wir uns mal auf uns vorstellen können. Und sie reden zu Gott für die. Sie stehen an für die. Gott will haben, die soll stark bleiben. Gott will haben, die soll durchkommen. Und sie beten, die Dinge für die, was du nicht mal weißt, was die fehlen. Ab und weich, was du nicht mal weißt und was ich nicht mal weiß, was uns fehlt. Und sie stehen an für uns bei Gott. Hebräer 7, Vers 24. Wir reden von der frohen Botschaft. Das ist ein Ding, was mir und die kann Frieden geben, was mir und die kann froh merken, dass Jesus für uns anstehen hat. Hebräer Kapitel 7, 24 sagt, Jesus aber, weil er ewig lebt, hat ein Priesteramt dort nicht abhielt. Das hielt niemals ab. Durch wen kann er die vollständig raten, die durch arm nur Gott kommen. Er lebt ewig und bet für an. So das wird es sein. Jesus wird immer leben, er wird niemals abhören für uns anzustehen, was wir im Himmel sind und vielleicht nicht mal dann. Er bet immer für uns, er kann uns vollständig raten, vollständig, ganz raten. Und wir schaffen von der und noch an. Wir lernen nur die vollständige Ratung, was noch mal kommen wird. Von der uns haben wir im Glauben geraten, einmal sind wir vollständig, ganz geraten in der Wirklichkeit. Er lebt ewig und bet für uns. So er kann uns vollständig raten, er lebt immer und er bet immer für uns. Römer 8, Vers 26 redet von demselben Ding, du sagst, das steht. Römer 8, Vers 28 sagt, wie weiten dort Gott an alle Dinge, ich habe auch hier 26,
In Jerusalem haupte jetzt uns und unsere Schwachheiten, willst wie weiten nicht einmal, wo wir sie reich beten sollen, aber der Geist bet für uns mit solchen Gefallen, dort wir nicht wird dafür haben. Ich weiß nicht, ist noch mal besser in so einen Titen angekommen, wie die wird alle werden. Some Menschen können sagen, reden, das ist schwer, die Stelle zu merken, und das habe ich nicht nötig. Aber wie kommen manchmal in Tiden an, einer oder andere, vielleicht habt ihr mal so gehen, nu bist du an der Wand neu gerannt, wie die das alle wird. Du weißt nicht mehr, was kann ich noch zu das sein. Und wenn du an der Wand neu gerannt bist, dann sollst du das weiten, dann gebe ich dir diese frohe Botschaft, was die Bibel uns geben hat, und das sagt es steht. Ich lese noch einmal. Gerade so habt der Geist uns an unsere Schwachheiten, willst wie weiter nicht einmal, wo wir so reich beten sollen, aber der Geist bet für uns mit solchen Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben, und hij, der unsere Horten ingesiegt, weit, wat der Geist im sein hat, willst der Geist bet für die Helge, dono es Gott dort gefällt. Und dort, als wir Gott sehen wollen, in uns wollen, sich treffen dann. Und dort, als ein Geist, der schafft an uns, und der redet für uns bei Gott. Und sie schaffen, Gott schafft an unserer Radung, Gott schafft an uns Leben, Gott schafft, um uns nutzbar merken, uns zu raten und an uns nutzbar zu merken, und uns in den Himmel bringen, nur an. Und das will Gott nur schaffen. Das. Und er steht an für uns. Und er nimmt das an, dass der Heilige Geist in Jesus für uns beten will. Durch Jesus sind wir erreicht. Durch Jesus kann er das annehmen. Durch Jesus sein Blut will unsere Sünden vergift sein. Und das ist ein Part von der guten Nachricht, was wir uns können erfreuen. Dann Vers 28 in Römer redet, dass wir können das Vertrauen haben, dass Gott, was der Ding Gott utarbeiten, dass wir einen Tag nochmal wollen sein, dass Gott Gott ist, von der nicht sein kann. Und ich glaube, als Christen können wir das einmal sein, wir glauben das einmal, aber nochmal kommt das noch an, dass das ein Teil Glauben braucht, das zu glauben. Und wenn die das so geht, dann macht wir das bloß weiter. Und das ist ein Vers, was ein alter Dynamo gesagt hat, dass den muss einer never utleihen, weil das ging nicht, oder das wird zu schwer. Na, das mag sein, das ist auch schwer manchmal an den Tiden, wo wir hinkommen. Aber das sage ich danach, das ist nicht mein Wort, das ist Gott sein Wort, das sage ich, wir weiten, dass Gott in alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Das sind die, die er geraubt hat, so als er das will. So, wenn ich und du berauben sind von Gott, seine Kinder zu sein, und wir am Gott sind, dann können wir das Vertrauen haben, dass ein Tag wo wir das sein, dass Gott haftet zu was Gott utgearbeitet. Und kleinere Dinge haben wir das für ein gesehen, größere Dinge, die das für ein länger. Und da brauchen wir uns auch nicht schwer merken. Mir fällt sich so, was das falsch einfach sein, das ist bloß Gott vertrauen. Gott vertrauen, weil er kann wieder checken, als wir können. Er weit mehr, als wir tun. Er ist stärker, als wir sind. Und so, er kann uns größere Probleme geben, als wir allein handeln können, aber mit einem Taub, dann können wir das. Und mit einem Taub, dann wollen wir durchkommen. Und wenn wir schon im Himmel sind, durch wird das Bild vor dich sein. Und so, wir weiten das. Hij arbeidt en ik weet niet today wat er vielleicht schwer ist durchgehen, weil all die Ewige von uns wat nicht so schwer ist. Und das größte Problem ist, dass wir bei diesen Titeln mit einsam sind. Und das kann ich manchmal sagen, aber ja, wir weiten das. Gott, wenn wir am glauben, wenn wir an am festhalten, er arbeitet durch, nur was Gott. Und das fängt vielleicht an. Und vielleicht diese Stelle hast du die vielleicht auch nur an Gott getragen. Und so das sind viele Dinge, wo Gott an uns schaffen hat. Und wenn wir dort loten, dass er an uns schaffen hat, dass er die Dinge wird vollbringen, was er will. Weil wenn wir uns hart merken gehen an, wenn wir besser wollen gehen an, wenn wir nicht nur am Horchen, dann das redet hier today, was am Gott sind. So wenn wir dort immer klar haben, dass wir Gott sind. Und dass wir am glauben, dass wir am vertrauen. Ein Part von der guten Nachricht ist, dass Gott uns ewiges Leben geben wird. Und das ist jedoch nicht fremd, das habe ich auf Verken gehört, hoffe ich. Und das sagt in 1. Johannes, ich will ein paar Vers lesen, in 1. Johannes, Kapitel 5. Das sagt es so klar von das ewiges Leben. So, was meinen wir mit ewiges Leben? Ewiges Leben ist die Sicherheit, was ich und von der und kann haben, dass wir, wenn uns Körper ist gestorben wird, dass wir wollen am Geist wiederleben. Wir wollen am Geist bei Gott sein. Wir wollen im Himmel sein bei Jesus. Und das ist ewiges Leben. Gott stirbt niemals. Gott wird immer leben. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. So ewiges Leben, das ist ein Wasser von Gott seine Ewigkeit, von der und all an uns
geloven. So, 1. Johannes 4, Vers 11 sagt es steht, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, in das Leben es in seinem Sehen. Wenn du von der nicht das ewige Leben hast, oder du weißt nicht, dass du das hast, dann musst du das bloß weiten, du kostet weiten, dass Gott an Jesus Christus sein Sehen, die ewiges Leben geben hat. Weil Jesus auf deinen Sinn ganz betont. Das ist, was er kam. Er kam mitzufallen mit uns, er kam anzustehen für uns bei Gott, er kam uns unsere Sünden vergeben und dann, wenn dort ewiges Leben zu geben. Und dafür können wir uns von der noch freien. Und glauben können wir dort von der noch annehmen und so leben, als wenn wir dort haben. Und dafür brauchen wir uns nicht für den Tod grillen, wir brauchen uns für nichts grillen, weil wir haben ewiges Leben. De glasene Geschichte von einer Verfolgung, und da wird gesagt, die sehen sich in anderen Christen, wo das Menschen verfolgen, was sie nicht Angst haben vom Tod, was sie nicht Angst haben verstorben, wo das so dass wir entfrauen. So ein Christ, ja, aber wir haben Leben, wir glauben dort, nur das Leben, das ist ein längeres, ein ewiges, schönes Leben bei Gott, und das können wir weiten, dass wir das haben durch Jesus. Das sagt hier, ich lese noch einmal, 1. Johannes 4, Vers 11, sagt, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, und das Leben ist an seinem Sehen. Wer Gott seinen Sehen hat, hat Leben. Und wer den Sehen nicht hat, hat auch nicht Leben. So einfach ist das bloß. Das schrieb ich jünd, da je an Gott seinen Sehen glauben, dass je weiten, dass je das ewige Leben haben. So klar ist das, wenn ich und du an Jesus angenommen, wenn wir an ihm glauben, wenn wir das Opfer haben angenommen, was er für uns getan hat am Kreuz, dass er unsere Sünden betont hat, dann weit wir dort, dass wir haben ewiges Leben. Dann brauchen wir da nicht an zweifeln, wir brauchen nicht wundern, wir brauchen da nicht überdauern, wir können uns freien. Da nennen wir das die frohe Botschaft. Da lassen wir im Psalm 100 am Anfang, dass wir sollen jochen und mit Frieden für Gott kommen, weil wir weiten, wir sind angenommen, wir weiten, wir haben das ewige Leben. Und das ist, wo wir das können tun. Weil wir da noch schaffen, dass wir von Tag zu Tag leben, dass das auch rauskommt, dass wir mutig haben, dass wir das Leben haben. Und das ist, für wir sich dann mit proben, weil wir da noch schaffen, dass dort leben, dass das ewige Leben in uns schälen, dass nur die Menschen rum uns, dass sie davon antworten, dass sie auch da noch können kommen. Gott wird immer mit uns sein. Und das Leben, en ook aan de toekomst leven. Psalm 46, so, wenn wir von der gute Nachricht lesen, wenn wir von der gute frohe Botschaft lesen, im Psalm 46 sagt das es steht. Und diese Vers sind für uns von deren, die sind auch für die Ewigkeit, und was immer von der steht, die Best von deren in den Leben, diese Vers, die sind für die. Das sagt es steht in Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht in unsere Kraft. Er ist eine gewünschte Halb in großer Not. Durch wen, wo wir uns nicht fürchten, und wenn die Welt sich auch wird umdrehen und die Bäume im Meer versinken, wenn die Wasser auch anschwallen, riechen und schäumen, dass die Bäume davon schadern, durch wen, wo wir uns noch nicht fürchten. Da ist ein Strom, zu dem Gott seine Stadt sich freut. Dort ist der Heilige steht, wo der Allerheiligste wohnt. Gott ist an der Stadt. Durch wen wird die Sache bleiben. Gott wird dir helfen, wenn das Samarias anfängt zu dauern. Und so wieder redet von über das. Durch wen ist das ewige Leben, wenn Gott ewig ist. Durch wen können wir uns freuen, wenn Gott gerade und stärker ist und deeper checken kann, als wir können. Durch wen können wir uns an den Arm lehnen. Und durch wen ist es eine frohe Botschaft für uns, was Gott für uns hat geschenkt an Jesus. Es heißt will, dass wir uns auf ihn verlassen. Und dass wir uns nur am Rechten tun. Gott will haben, dass ich und du das sollen weiten, dass wir ewiges Leben haben. Nur, und dass wir uns so freuen, dass wir an das Leben nur checken tun. In diese Zeiten, wo wir bei sind, was immer du beleben ist, dass wir daran denken, dass Gott mit uns ist, dass er uns halten. Der Psalm 46, Vers 10, bloß ein paar Vers wieder, von wo wir gerade lesen, sagt es steht. Und der Rest, denkt, was ich und du von der und so scheint down. Gott uns sagen, dass
dass wir sollen an am denken, das sagt, das steht in Vers 10, Psalm 46, Vers 10 sagt, die an alle Welt mit allem Krieg en eng merkt, dat de boeien, ik vang vers 9 aan, komt, becheckt eenmaal den Herrn zijn woorden in de verstemming dat hij op de eerd aangereicht heeft. Dat aan alle Welt met allem Krieg en eng merkt, dat de boeien twee breekt en de spiezen twee slaat en de kriegsweers met vuur verbrandt. Ziet stil en zijt aan dat ik God zie. Du hast het krijg. Ziet stil en zijt aan dat ik God zie. Viele Menschen die fühlen sich unmöglich, wenn es still ist. Wenn es zwei Taub sind und das nicht einmal spaziert wird und genubbert wird, dann sind die unruhig. Wenn es nicht einmal gelützt ist und Spalon ist oder das, oder nicht ein Ding vergehen, nicht ein Teil alles am Drehen ist, dann fühlen sie sich unmöglich. Die lehnen sich an dort. In dieser Zeit haben viele von uns vielleicht ein bisschen, bei mir, dass es unmöglich still ist. Sie würden gleich mal ein Teil drehen. Vielleicht hat Gott kriegt diese Zeit geschickt, eine Ursache dafür, dass man so still sein, dass ich und du werden lernen, dass es okay still zu sein für Gott. Die Bibel sagt, seid still und seid an, dass ich Gott sehe. Ich will mal gefällt ja geirrt worden, ich will auf ihr Anerkennung haben. Der Herr, der alles regiert, ist mit uns. Jakob sein Gott als unsere Zuflucht. Der Gott, was Jakob halten hat, und Abraham und all die anderen Glaubenshelden von der Bibel, der ist von der Hammer lebendig. Er lebt von der Hammer und wenn wir ihn annehmen, lebt er auch an uns. Und ich und du können still sein und uns freuen, bloß an zu denken, dass Gott da ist. Und er wird immer sein. Waar we in den Frieden leben, waar we zijn dort leben, in den Frieden laten uit ons uitstellen, nur die andere Menschen rum uns, und über welcher es dort, dass wir das selbst erfahren bei uns. Waar we noch beten. Himmlische Vater, Dankeschön für das Tag, Dankeschön für das Samarias, Dankeschön für diese Zeit, was wir haben, am Stellet, taub zu sein, am Stellet, allein zu sein, und bloß an zu denken, dass du da bist. Bloß an zu denken, dass du auch hier bist. Und dass du gerade bist, als wir sind. Und dass du stärker bist, als wir sind. Und dass du ewig bist. Und dass du die rauflässt nur uns. Und die uns halten das. Und die mitfallen kannst mit uns. Dass du uns raten das und vergeben das. Und dass du nur uns horchen das. Und dass du schaffen das, dass die Dinge sollen gut drehen, für uns bastet und für deine Ehe. Help uns, Gott, dort zu fühlen. Help uns, okay zu sein, wenn es noch mal still ist. Und dass wir müssen an die denken. Dass wir können an die denken. Wer du bist. Dankeschön für den Frieden und für den Frieden, was du ewig hast für uns. Help uns, dort zu holen zu kriegen. Was du uns was geben. Ich bete für den Sehen, ob jeder einem wieder horchen hat, was immer die Umstände sind. Help uns am Glauben, nur die zu checken und mit Frieden, mit die zu gehen und die anzubeten. Das ist uns hier beten, in Jesus' Namen. Amen.